Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video von Delta Force. Ich habe das Game jetzt ausführlich getestet die letzten Tage in der Alpha und muss sagen, bin sehr positiv überrascht. Heute möchte ich euch 11 Tipps mitgeben, die euer Quality of Life in-game, aber auch im Stash verbessern. Los geht's mit dem ersten Tipp. Wir befinden uns im Stash und wenn ihr euch fragt, kann ich den Stash automatisch sortieren? Ja, man kann es. Der Button ist hier unten versteckt, Sort Stash. Dann seht ihr schon, sind alle Lücken im Stash gefüllt und der Stash ist wieder schön sortiert. Tipp Nummer 2, man kann mehrere Gegenstände gleichzeitig verkaufen. Das Ganze findet ihr unterm Sortieren-Button, Batch Sell, und dann könnt ihr die Gegenstände markieren und gleichzeitig an die Händler verkaufen. Das Ganze funktioniert aktuell nur an die Händler und nicht mit dem Auktionshaus. Zack, verkauft. Tipp Nummer 3. Achtung, was ihr an die Händler verkauft. Nämlich sind manche Sachen bei den Händlern nicht so viel wert wie im Auktionshaus. Das heißt, wenn ich hier auf Verkaufen gehe, fragt er mich, ob ich es an den Händler verkaufen will, bekomme ich 1,3. Oder im Auktionshaus würde ich 1,5 dafür bekommen. Tipp Nummer 4. Eure Karten, die sich im Cardholder befinden, verliert ihr nicht, solltet ihr mal sterben. Und auch eure Safebox logischerweise bleibt auch immer bei euch der Inhalt. Tipp Nummer 5. Ihr könnt auf die Karten klicken und dann auf Used Add klicken. Dann seht ihr, wo sich diese Location auf der Map befindet. Tipp Nummer 6, auch ganz wichtig, wenn ihr auf Mail geht und Sachen im Auktionshaus verkauft habt, dann wichtig, ihr müsst diese Sachen abholen. Denn ihr seht schon hier, expires in 30 Tagen. Ist jetzt eine lange Zeit, aber sollte man das vergessen, dann ist das Geld nach diesen 30 Tagen weg. Man kann hier unten, noch ein kleiner Tipp, man kann hier unten auch auf Claim All gehen. Ja, dann wird alles geclaimt. Weiter geht's mit dem 7. Tipp, und zwar, wenn ihr jetzt auf die Map-Auswahl geht, Lady Grove oder eine andere Map, dann auf Gear Up. Dann seht ihr hier unten auf R könnt ihr vorgefertigte Gearsets auswählen. Diese Gearsets könnt ihr immer wieder mal verwenden, wenn ihr schnell wieder rein wollt oder ihr kein Geld mehr habt für ein Loadout. Dann seht ihr hier, das Ganze kostet nur 2000 und dann könnt ihr euch hier ein billiges Loadout holen. Noch ein kleiner zusätzlicher Tipp, ihr könnt oder ihr seht schon hier, diese Klasse hat keine Verbände dabei. Das heißt, solltet ihr euch ein Bein brechen, dann habt ihr ein Problem. Diese Klasse hat es dabei, aber diese nicht. Kleiner Tipp dazu, wenn ihr diese Klasse spielen wollt, packt euch diese Verbände in die Safebox, nehmt die mit, denn es macht keinen Spaß mit einem gebrochenen Bein die ganze Zeit rumzulaufen. Tipp Nummer 8. Ihr könnt euch Loadouts vorfertigen oder auch mit den vorhergespielten Loadout das Ganze einfach wieder kaufen mit einem Klick. Oder ihr fertigt euch hier ein komplettes Gearset an, das heißt ihr wählt die Waffe aus, ihr wählt Helm und so weiter aus und speichert es dann habt ihr ein Loadout, mit dem ihr immer rein könnt. Natürlich müsst ihr das Ganze dann auch kaufen. Wenn ich jetzt auf Apply gehe, dann wird er diese Waffe aus meinem Stash nehmen, weil ich noch eine rumliegen habe. Aber sollte ich jetzt, keine Ahnung, den Helm da auswählen, dann seht ihr schon, steht hier ein Preis und wenn ihr drauf drückt, dann kauft ihr das. Tipp Nummer 9. Ihr habt in eurer Black Site eine Schießanlage. Das heißt, ihr könnt hier auf Gunsmith gehen, eure Waffe auswählen, dann auf Modifizieren gehen, dann könnt ihr die modifizieren, wie ihr wollt, und dann mit dieser modifizierten Waffe hier unten links auf eure Schussanlage gehen. So, wir sind jetzt hier in der Schussanlage und ihr seht schon, wir können die hier jetzt austesten. Hier könnt ihr auch die Stats verbessern oder auch sagen, der hat jetzt einen Helm an. Zack. Eine dicke Weste.
Zack, safe. Man seht ihr auch schon, die Puppe hat jetzt Helm und Weste an. So, Tipp Nummer 10. Wir befinden uns jetzt in-game und ein ganz wichtiger Tipp, ihr könnt eure Munitionsart in-game ändern. Das heißt, ich habe jetzt blaue und grüne Munition dabei. Mit der grünen werde ich auf die Bots schießen und mit der blauen auf die Player. Das Ganze könnt ihr mit eurem Reload-Button gedrückt halten. Das heißt in meinem Fall R. Tipp Nummer 11, das wusste ich selber lange nicht. Falls ihr einen gegnerischen Spieler findet und der Geld dabei hat, dann könnt ihr unter Loot steht Reward 55.000. Das bedeutet, der hat auch Geld dabei. Das könnt ihr ihm mit diesem Button, mit dieser kleinen Hand wegnehmen. Das waren die 11 Tipps. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch etwas weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst gern ein Abo da, lasst ein Like da, schaut auf Twitch vorbei. Ich streame jetzt öfters und es werden auf jeden Fall noch mehr Videos zu diesem Spiel, aber auch zu anderen Spielen kommen. Feedback in die Kommentare und jetzt zum Schluss zeige ich euch noch ein paar Highlights aus meiner letzten Runde. Viel Spaß, bis dann. Ciao, ciao. One player down on me. Maybe more in the... Nice. Help, 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 help. Yeah, where? Low, low, low. Stairs or in there? Stairs, stairs. Help, help. He's low. On you guys, on you guys. Nice.
I activate the extraction. Attention, soldier. The elevator inside the dam has been activated. You can now use it to evacuate. You wanna go out, guys? Maybe it's too soon. Maybe, I'm full. maybe go on. Yeah. Oi, have a gander. There's a big backpack here. Are players here? I think, maybe? Hill, maybe? Man, Someone with me, someone with me. Marlo. Players on you, or what? Yeah, I think that was the bot here, maybe? maybe. I killed one bot here. Oi, have a gander. GG guys, well played. Thank you again.